Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Ich freue mich riesig, denn ich darf euch heute aus Stuttgart, aus der Motorworld begrüßen, denn ich habe heute die Ehre, einen wundervollen Wiesmann vorzustellen. Und zwar nicht irgendeinen Wiesmann, sondern den Project Thunderball. Ich durfte ihn eben auch schon ein paar Meter fahren und natürlich machen wir das gemeinsam nachher auch noch. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit dem Wiesmann Thunderball und mir. Ja, hier steht er also endlich neben mir, der Project Thunderball von Wiesmann. Wir haben hier weiterhin die klassische Wiesmann-Optik mit am Start, aber das Ganze wird kombiniert mit der neuesten Technik, die es aktuell gibt. Heißt, das ist jetzt der erste Wiesmann auf einem elektrischen Antrieb. Mega cool, und dabei hat man hier halt einfach dennoch die typischen Wiesmann-Merkmale beibehalten. Das heißt, wir haben hier ganz klassisch einen Roadster stehen, heißt 2 Sitze, eine super lange Schnauze und ein relativ kurzes Heck und dabei halt eben dennoch weiterhin Heckantrieb. Wir haben 2 Elektromotoren, die sitzen hinten an der Hinterachse, die dann eine Systemleistung von 680 PS hier abrufen können und dabei ein maximales Drehmoment von 1100 Newtonmeter. Und so sprintet er dann in nur 2,9 Sekunden von 0 auf 100, was einfach nur mega krass ist. Die elektrische Reichweite, die liegt bei 500 Kilometer. Was auch wirklich richtig verrückt ist, und dabei kann man diesen Wiesmann hier halt einfach auch optimal laden, denn er hat eine 800 Volt Technologie und so kann man ihn dann mit bis zu 350 Kilowattstunden eben in etwa einer halben Stunde aufladen. Hier vorne die Scheinwerfer, die sind auch wieder natürlich sehr typisch für Wiesmann. Auch hier vorne der Grill, super schön, und natürlich auch der schwarze Gecko hier oben drauf ist auch weiterhin mit dabei, was extrem schön ist. Das Exterieur wird es in verschiedenen Varianten geben. Es wird eine komplette Carbon-Variante geben, aber da ist eben der Kundenwunsch einfach ganz klar im Fokus und da versucht Wiesmann so ziemlich alles umzusetzen. Übrigens, das ganze Chassis ist aus Kohlefaser, heißt, wir haben hier noch relativ niedriges Gewicht, 1700 Kilo, um genau zu sein. Er ist somit auch der schwerste Wiesmann, den es so gibt, aber das liegt natürlich auch an dem neuen Antrieb, denn irgendwie muss der Strom ja untergebracht werden. Das heißt, wir haben hier natürlich auch eine relativ schwere Batterie mit bei. Das heißt eben, so kommt das Fahrzeuggewicht zustande. An der Seite, da haben wir jetzt ein richtig schönes Felgendesign, auch hier wieder mit Carbon dabei. Sind 21 Zoll vorne wie hinten, die sind Serie mit dabei. Und auch hier wieder super viele schöne Details. Wir haben die Bremsblöcke hier in einem Orange abgesetzt. Und das gibt dem ganzen Fahrzeug nochmal so einen kleinen Farbtupfer, was ich super schön finde. Ja, Luftauslass hinter dem Rad ist auch mit dabei. Hier unten findet man dann einen weiteren Gecko. Das heißt, man findet hier wirklich super viel schöne kleine Details. Heißt, Liebe zum Detail ist auf jeden Fall mit am Start. Und was ich auch schön finde, ist hier der Seitenschweller aus Carbon. Super dezent, aber dennoch ein wahrer Hingucker. Wenn wir dann noch ein bisschen weiter nach hinten gehen, sehen wir hier Roadster, Cabrio, ganz klar, aber richtig stark. Man kann jetzt dieses Dach zum ersten Mal elektrisch verschließen bzw. auch öffnen, was mega stark ist. Ja, hier hinten am Heckdesign, da hat man eigentlich auch wieder so die typischen Wiesmann-Elemente mit eingebaut. Heißt,
Die Rückleuchten wirken so, als würden sie irgendwie hier aus dem Kotflügel rauswachsen, was einfach ungemein schön aussieht. In der Mitte schön zentral die großen Wiesmann-Letters und hier unten der Endgegner Carbon-Diffusor, der einfach für einen wahnsinnig schönen Anpressdruck sorgt. So, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einmal das wundervolle Interieur an, bevor wir dann endlich eine Runde fahren. Ja, in dem wundervollen Innenraum angekommen, muss ich sagen. Man fühlt sich direkt wohl, wenn man hier einsteigt. Und ich möchte definitiv nicht mehr aussteigen. Ich möchte ihn unbedingt mit nach Hause nehmen. Mal schauen, was bei der Diskussion mit Wiesmann noch dabei rumkommt. Ja, im Innenraum gleiches Thema wie außen. Man kann hier alles komplett individualisieren, wie man das halt eben möchte. Man kann eine Lederausstattung haben, man kann hier Kontrastnähte haben in allen möglichen Farben. Man kann auch hier wieder so ein bisschen Carbon haben, man kann Sichtcarbon haben. Man kann aber auch hier das komplette Element auch aus Leder haben, was dann halt eben nochmal so ein bisschen klassischer dann für Wiesmann ist. Also das finde ich einfach stark, dass man hier halt einfach sagt, okay, so wie du das exklusive Fahrzeug haben möchtest, genauso liefern wir es dir eben auch. Wir gehen einmal an die Mittelkonsole, auch die ist wirklich besonders. Hier in der Mitte, da gibt es den wundervollen Schlüssel. Der hat auf der anderen Seite dann auch nochmal einen kleinen Gecko mit drauf, was super süß ist. Der hat dann eben seinen Platz hier schön zentral in der Mitte. Und hier vorne, da gibt es dann eben die Gangwahltasten. Da brauche ich, denke ich, nicht so viel zu erklären, aber auch hier schön zentral zum Erreichen. Man muss nicht groß mit dem Blick hin, funktioniert super. Infotainment ist auch da und was ich super schön finde, ist hier oben die 7 Elemente eben mit den Anzeigen. Dann hat man hier wirklich alles da, was man so sehen möchte. In diesem Fall jetzt hier mit dem Antrieb natürlich auch den Batteriestand oder zum Beispiel den Drehzahlmesser und natürlich auch einen Kräftemesser und natürlich auch einen klassischen Tacho, wo man dann eben die Geschwindigkeit sehen kann. Auch hier eben am Lenkrad alles da, was man eigentlich so sich wünscht. Nicht zu überladen, schön dezent, alles zurückhaltend. Links gibt es einen Drift-Mode und natürlich auch noch den Knopf für die Fahrmodi. Rechts und links kann man dann eben die Lautstärke einstellen. In der Mitte schön zentral auch hier wieder ein Gecko-Zeichen und der Wiesmann-Schriftzug. Links und rechts gibt es noch 2 Pedal für die Rekuperation, auch sehr stark. Kann man die Energie auch wieder so ein bisschen zurückgewinnen. Auch das finde ich super gelungen. Schön finde ich auch, dass die Instrumententafel, die digitale Instrumententafel sehr zurückhaltend ist. Das heißt, sie fällt eigentlich kaum auf und auch das finde ich wieder super passend für dieses Fahrzeug. Ja, in der Tür auch hier wieder so eine kleine Hommage an die Vorgängermodelle, dass man hier die Tür an so einen kleinen Knauf aufmachen kann. Super hochwertig, super schick, genauso auch wie die Türlaschen hier drin. Ja, insgesamt ein wirklich sehr exklusiver Innenraum und ich würde sagen, wir drücken jetzt hier einmal den Startknopf und drehen endlich eine Runde und checken die Performance vom Thunderbird auf der Straße. So, wir haben jetzt einmal den wundervollen Motor für euch gestartet, beziehungsweise die 2 Elektromotoren. Wir haben hier übrigens eine Leistung von 680 PS, ein maximales Drehmoment von 1100 Newtonmeter und dabei einen Sprintwert von 2,9 Sekunden. Die Reichweite, die elektrische, liegt bei etwa 500 Kilometer. VMAX ist leider noch nicht bekannt. Was bekannt ist, dass es hier so die Standardassistenzsysteme gibt, sprich ESC. Allerdings kein Spurhalteassistent, kein Totwinkelwarner, kein Notfallbremsassistent. Das heißt, man versucht natürlich dennoch das Fahrzeug sicher zu gestalten, aber gleichzeitig bei den Wurzeln
von Wiesmann zu bleiben, was extrem cool ist. Schön finde ich auch, dass man hier dann auch wieder 3 Fahrmodi mit dabei hat. Die stellt man dann hier am Lenkrad ein, hier an diesem Knopf. Da gibt es dann einen normalen Eco- und auch einen sportlichen Modus. Super cool, und natürlich hier vorne auch an den klassischen 7 Elementen hier hat man dann auch ein Kräftemesser mit dabei. Man kann die Drehzahl genau einsehen. Das heißt, da ist alles da, was man so gerne wissen möchte vom Fahrzeug. Finde ich super cool. Und was ich auch total schön finde, ist hier einfach der Materialmix, wie die ganzen Komponenten zusammengesetzt worden sind. Das heißt, wir haben hier weiterhin schön hochwertiges Leder, wie man das gewohnt ist von Wiesmann. Aber es gibt hier jetzt auch natürlich so ein bisschen Carbon mit dabei, was super schön und jung natürlich aussieht. Aber hier sind natürlich den Grenzen bzw. den Wünschen absolut keine Grenzen gesetzt, denn man kann hier wirklich alles so konfigurieren, wie man das ganz individuell gestalten möchte. Sprich Leder, Carbon, kein Carbon, Kontrastnähte, alles, was man so möchte. Und man kann sogar, wenn man möchte, das Lenkrad nochmal nachpolstern lassen. Dann bekommt es nochmal ein bisschen an Stärke dazu und ist natürlich nochmal komfortabler. Wobei ich sagen muss, dass das Alcantara-Lenkrad hier jetzt wirklich extrem angenehm in der Hand liegt. Ja, was kann man noch sagen über das Fahrgefühl? Er ist wirklich schön handlich, agil, liegt gut auf der Straße. Der Blick auf die Straße ist auch gut. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig durch die klassisch lange Schnauze hier drin. Sieht man natürlich das Ende vom Fahrzeug nicht perfekt, aber das bedarf natürlich einfach so ein bisschen Eingewöhnungszeit. Was ich auch super, super schick gelöst finde, ist der Rückspiegel. Der ist nämlich auch nochmal schön in Alcantara gekleidet. Sieht mega elegant aus, wie ich finde. Also insgesamt ein wirklich sehr, sehr cooles Fahrzeug. Und natürlich hoffe ich dann, sobald der Prototyp auch in Serie gegangen ist, dieses Fahrzeug dann auch mal ein bisschen treten zu können und die Beschleunigung einmal austesten zu können, zum Beispiel auf der Autobahn oder auf der Rennstrecke. Schauen wir mal, was passiert in nächster Zeit. So, ich würde sagen, wir genießen jetzt hier noch so ein bisschen diesen wunderschönen Wiesmann, bevor ich euch dann meine abschließenden Worte zauber. Was ein wunderschönes Fahrzeug, und ich kann es nicht abwarten, bis der Wiesmann Thunderball endlich in Serienproduktion geht. Übrigens, bestellen kann man dieses wundervolle Fahrzeug schon. Wann es dann am Ende wirklich auf den Markt kommt bzw. zu den Händlern für die Auslieferung rollt, das ist noch unbekannt. Was dabei nicht unbekannt ist, ist der Preis, denn der liegt bei 300.000 € in der Basis. Das heißt, da kommen noch ein bisschen Steuern obendrauf und natürlich je nach Ausstattung auch noch so ein bisschen Add-ons. Ja, insgesamt muss ich sagen, ich finde die Kombination hier aus der Retro-Anmutung, die man eben so kennt von Wiesmann, die man so möchte von Wiesmann, mit der modernsten Technik, heißt mit einem E-Antrieb zu kombinieren, finde ich einfach nur eine mega gelungene Idee. Und was soll ich sagen, es ist einfach ein wahres Traumfahrzeug. Wie gesagt, ich werde jetzt noch ein bisschen diskutieren. Vielleicht kann ich den Heimweg ja doch mit dieser wunderschönen Maschine hier antreten. Mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Wiesmann für diese Möglichkeit. Hat mich riesig gefreut. War ein richtig schöner Tag hier mit diesem Fahrzeug. Bei euch bedanke ich mich natürlich fürs Zusehen. Ein Abo und Like macht mich auch immer riesig happy. Und falls ihr nach dem Video jetzt euer Traumfahrzeug leasen wollt, dann schaut unbedingt mal bei unserem Leasingpartner nuleasing.com vorbei. Da werdet ihr ganz bestimmt fündig, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.